Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Er sah die Israeliten und kümmerte sich um sie. Now, it did take some time. That much is also clear. Also es hat etwas gedauert, das ist schon klar. But then there's this sense of when the time was right. Aber dann ist da die Sache, wenn die Zeit wirklich reif ist, And God decided, wow, I am going to intervene. da hat sich Gott entschieden, dass er jetzt eingreifen wird. And to me, the way it's described here is so beautiful. Und wie das da aufgeschrieben ist, ist sehr schön für mich. The cry rose up to God and he heard them, he saw them. Er hörte ihr Schreien und erinnerte sich an den Bund, den er geschlossen hatte. Er sah sie. God heard their cries Gott hat ihr Schreien gehört, because he cares for his people denn er kümmert sich um sein Volk. and he's never far away. Und er ist nie weit weg. Remember, these verses were written down for Israelites who lived a little bit later. Erinnert euch an die Verse, die da aufgeschrieben sind für die Israeliten, die ein bisschen später gelebt haben. And so they were meant to remind them that even in the midst of hardship, Das sollte sie daran erinnern, dass sie sogar, wenn es ihnen schlecht geht, even if they're wondering, where's God? Why isn't he here to help us? da wo sie sich fragen, wo ist Gott, warum ist er nicht hier, um mir zu helfen, They should keep focusing their eyes on God dass sie trotzdem mit ihren Augen auf Gott schauen and know that God hears their cries and that he cares about them. und dass sie sich bewusst sind, dass Gott ihr Schreien hört und dass er da ist. And that should encourage them to keep up trusting God. Und das sollte sie ermutigen, wirklich an Gott festzuhalten und ihm zu vertrauen. Because as it turns out, God is faithful to his promises. Denn es stellt sich heraus, dass Gott treu ist sein Versprechen gegenüber. Through it all, he acted in little ways, in barely perceptible ways. Also er hat He acted in ways that were almost unnoticeable. Also er hat auf eine Art und Weise reagiert, wie es fast unscheinbar war. But that was totally in accordance to his faithfulness. Aber es hat mit seiner Treue übereingestimmt. And he was there all along. Und er war die ganze Zeit da. Whether it was through the Hebrew midwives, Ob das durch die Frauen war der Hebräer, through Moses' mother, durch die Hebammen der Hebräer oder durch Moses Mutter, through the Egyptian princess who takes him out of the water, die ägyptische Prinzessin, die ihn aus dem Wasser rausgeholt hat, even through the Pharaoh's own daughter. How is that possible, you think? oder auch durch die Tochter des Pharaos. Wie ist das möglich, denkt ihr euch vielleicht? Clearly, God was up to something here. He was on the move. Also es ist ganz klar zu sehen, dass Gott hier was getan hat, dass er am Wirken war. And he was planning something special with this child, Moses. Und er hat was Besonderes vorgehabt mit diesem kleinen Kind, mit Mose. God was raising up a deliverer for his people. Gott hat sich einen Erretter gesucht für sein Volk. And so the next part of the book is all about how God is preparing Moses for this task. Und im nächsten Teil des Buches lesen wir ganz viel darüber, wie Gott Mose vorbereitet hat für diese Aufgabe. And let's think a little bit about this time of preparation. Also lasst uns ein bisschen nachdenken über diese Vorbereitungszeit. What are some things that you see in Moses? Was sind Dinge, die ihr in Mose sehen könnt? What are some of his strengths? Was sind seine Stärken? What are some of his weaknesses? Was sind seine Schwächen? One of his strengths was that he knew the Egyptians really well. Also eine Stärke war, dass er die Ägypter sehr gut kannte. That was a cool thing that God did, huh? Das war eine coole Sache, die Gott gemacht hat. Had him raised right there in the Egyptian court. Dass er ihn genau da zwischen den Ägyptern aufgezogen hat. Strengths and weaknesses. Stärken und Schwächen. So he knew Egypt. Er kannte Ägypten und die Ägypter. Okay? Eine der Schwächen war vielleicht, dass er kein Redner war. He was not a good speaker. Until later, he did become a good speaker. He did. He grew up. Yeah. Yeah, I think Aaron knew a lot of that from. In the beginning, yeah, but Yeah. it was through after Sinai. He starts rebuking Pharaoh. Yeah. Yeah. You still don't fear God. Yeah. Yeah. Well, I know he did that. All right. He grew up in Egypt, but he was a Jew, so he was kind of like a
third culture kid, I guess. Also er ist in Ägypten aufgewachsen, aber er war ein Jude, also war er wahrscheinlich ein Kind, das in einer Kultur aufgewachsen ist und aber auch in anderen ist. Jun? He was caring, like protecting the Israelite and the woman on the water place. He was caring and protective. Er war ein Mann, der sich gekümmert hat und der andere geschützt hat. Not like a pastor. Wie ein Pastor. Wie ein Sense of Justice. Sense of justice. Very strong sense of justice. Very strong sense of justice, yes. Is that a strength or a weakness? Can be both. All your strengths can turn into weaknesses, or Also maybe the other way around as well. alle eure Stärken können zu Schwächen werden oder auch andersrum. Emma? This is going forward. He also, when he married before, he understood some of the pagan culture too. I feel like it's important when we get into more the whole Exodus. Oh, that's interesting. Probably the Midianites were a bit closer to the Hebrews than, say, the Egyptians. Also, also die Midianiter schienen näher an den Ägyptern dran gewesen zu sein. But yeah, he was kind of between the cultures, right? Yeah. He could Yeah. mediate or Go with use that for God's advantage. Mose war ein bisschen zwischen den Kulturen. What else do you see? Was seht ihr noch? You know? Since he rise in the court of the Pharaoh, he's well educated. Very well educated. Also er ist gut erzogen, da er am Hof des Pharaos aufgezogen wurde. He had a great education. Hatte eine gute Ausbildung. And Fear of the Lord. Er hatte die Furcht des Herrn. But I mean, if you met God in a burning bush, I think you'd also have the fear of the Lord. Ja, wenn dir Gott im Dornbusch begegnet wäre, dann hättest du auch eine ernsthafte Furcht vor ihm. He grew to have a faith in the Lord, very strong faith in the Lord. Er ist gewachsen und sein Glaube im Herrn wurde stärker. Maybe not right at the beginning. No, it's kind of understandable, right? So, Vielleicht nicht ganz am Anfang, was man verstehen kann. trust issues from faith. Also er hatte Probleme mit seinem Vertrauen. Sein Glaube ist aber auch gewachsen. What else is something that we might see as a weakness for Moses? Was sind andere Dinge, die wir noch sehen? He's kind of fearful. Fearful? Er war ein ängstlicher Mann. Cowardice. In a way. Fearful, cowardly, names? He probably wasn't sure about his identity. Er war sich seiner Identität nicht bewusst. I said he's a third culture kid. Er hat gesagt, er ist ein Same, Kind same. zwischen den Kulturen. Identity issues. Yeah. And then maybe he's also a little impulsive sometimes. You think? Und er scheint auch ein bisschen impulsiv zu sein. That one time when he just kills an Egyptian, we're not told specifically if God told him to do that or not, but Also als er den Ägypter umgebracht hat, wissen wir nicht, ob Gott es ihm gesagt hat oder nicht. the way that it reads in the Bible, it sounds like it was a spur of the moment thing that maybe wasn't the smartest thing to do. Die Art und Weise, wie wir das in der Bibel lesen können, scheint zu sagen, dass es nicht das Klügste war zu tun. And so one thing we see clearly is that he was placed very, very specifically for this task by God. Und was wir sehen können, ist, dass er ganz spezifisch von Gott ausgewählt wurde für diese Aufgabe. But also that he was a human being with his strengths and weaknesses, just like we are. Aber auch, dass er ein normaler Mensch war mit Stärken und Schwächen, so wie wir es auch sind. And it amazes me what God was able to do through this one man. Und es erstaunt mich, was Gott alles tun konnte durch diesen einen Mann. I mean, Moses went to the mighty Pharaoh and he said to him, "Let my people go." Also Mose ist zu dem mächtigen Pharao gegangen und hat gesagt, lass mein Volk ziehen. Moses was someone who experienced God's miracles over and over and over again. Mose war ein Mann, der Gottes Wunder immer und immer wieder erkannt hat, gesehen hat. Someone who pleaded with God for his people. Jemand, der bei Gott für sein Volk gebeten hat. And God relented. Und Gott hat sich erbarmt. A man who saw God's glory pass by. Ein Mann, der gesehen hat, wie Gottes Herrlichkeit vorüberzieht. And who received God's laws for his people. Und der Gottes Gesetze für sein Volk bekommen hat. Moses, without doubt, was Israel's greatest prophet. Mose war ohne Zweifel Israels größter Prophet. At least until Jesus comes along.
zumindest bis Jesus hervorkommt. But Aber is this book really about Moses? geht es in diesem Buch wirklich um Mose? Who is the real hero here? Wer ist der wirkliche Held in dem Buch? Check out what God says in Exodus 3, 7 to 8. Lest mal, was in 2. Buch Mose 3, 7 bis 8 steht. I have certainly seen the oppression of my people in Egypt. I have heard their cries of distress. I am aware of their suffering, so I have come down to rescue them from the power of the Egyptians and lead them out of Egypt into the promised land. Der Herr sagte zu ihm, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird, und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Das Land, in dem die Kanaaniter, Hittiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter leben. The promised land. So the writer wants us to see that it's God. Ins verheißene Land. Also der Autor möchte sehen, dass es wirklich Gott war, der das geschrieben hat. It's God. He's the hero. Gott ist der Held. And he will deliver his people out of slavery. Und er will sein Volk aus der Sklaverei befreien. And the way he'll do that, with the 10 plagues and all of that, and crossing the sea, will leave no doubt about that. Und wie hat er das getan durch die ganzen Plagen und wie er sein Volk durch das Meer geführt hat? It became very obvious that this is something God-sized. Es wurde sehr offensichtlich, dass es was ist, was Gott zu verdanken ist. Now, before he sends Moses to the Pharaoh, God first reveals himself to him Bevor Gott Mose zum Pharao schickt, offenbart er sich ihm selber. by a special name, Durch einen besonderen Namen, Yahweh. Yahweh. Can someone read Exodus 3, 13 to 15? Kann jemand 2. Mose 3, 14, 15 lesen? Aber Mose wandte ein, wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott euer Vorfahren hat mich zu euch gesagt, und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen dann antworten? Gott entgegnete, ich bin, der ich immer bin. Sagt ihnen einfach, ich bin, und hat mich zu euch gesandt. Und er fügte hinzu, sag ihm, der Herr, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für alle Zeiten. Alle von den Generationen sollen mich so nennen. And in English? So Moses protested, if I go to the people of Israel and tell them, the God of your ancestors has sent me to you, they will ask me, what is his name? Then what should I tell them? God replied to Moses, I am who I am. Say this to the people of Israel, I am has sent me to you. God also said to Moses, say this to the people of Israel, Yahweh, the God of your ancestors, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my eternal name, my name to remember for all generations. So, God confirms, yes, I am the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob. Das ist mein ewiger Name, der Name für alle Generationen. Und Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs für alle kommenden Generationen. But now at this crucial moment, I'm going to reveal something more of myself to you. Aber jetzt in dieser wichtigen Zeit möchte ich mich dir mehr offenbaren. Every time God reveals another name to the people, it is so that they see another facet of Him. Immer wenn Gott sich mit einem anderen Namen dem Volk zeigt, dann möchte er eine andere Facette von ihm zeigen. And He invites them into a deeper relationship with Him. Und dann lädt er sie ein, in eine tiefere Beziehung zu ihm zu kommen. Like if I told you, you guys can call me Manuel or you can call me Manu. So, als würde ich euch sagen, ihr könnt mich gerne Manuel nennen oder auch Manu. I don't know what other names I would make up, but you know, the more names you have to talk to me, the deeper our relationship gets somehow. Denn je mehr du die Namen kennst, mit denen du mich ansprechen kannst, desto tiefer wird die Beziehung. Now, what does Yahweh actually mean? Was ist die Bedeutung von Yahweh? Because the meaning of names is also really important. Denn die Bedeutung von Namen ist sehr wichtig. Well, it's already translated for us in the text, right? Es ist schon im Text übersetzt für uns. And I can't actually draw this in Hebrew, which would be pretty cool. Und ich kann das leider nicht in Hebräisch aufschreiben, das wäre sehr cool. Yahweh. Yahweh. Well, it basically means I am who I am. Also es heißt eigentlich das, ich bin, der ich bin. Or
I will be who I will be. Oder ich werde sein, wer ich sein werde. Remember that sometimes it's not that easy to translate something from an ancient language into ours. Und erinnert euch daran, manchmal ist es nicht ganz einfach, etwas aus einer älteren Sprache auf die heutige Sprache zu übertragen, zu übersetzen. And in this case, actually all we have of this name is the consonants, not the vowels in between. Und alles, was wir von diesem Namen haben, sind die Konsonanten, nicht die Vokale dazwischen. And so, it's quite interesting to unpack what it really meant as God said it. Und es ist sehr interessant, das so auszupacken und zu verstehen, was Gott damit gemeint hat. I think I am who I am, that's a pretty good idea of what God meant to say. Aber ich denke, der Name Ich bin, der ich bin, ist schon eine gute Art, wie Gott es gesagt haben könnte. But what does that mean, I am who I am? Aber was genau bedeutet das, Ich bin, der ich bin? One thing it could mean is, I am here, I am present. Eine Sache, die es bedeuten könnte, wäre, ich bin hier, ich bin gegenwärtig. Kind of when a soccer player, he scores a goal and he says, I'm here. So wie wenn ein Fußballspieler ein Tor schießt und sagt, hey, ich bin hier. God is showing up very clearly so many times in the Bible and he says, I am here. Gott zeigt sich so klar an Orten in der Bibel und er sagt einfach, hey, ich bin hier. Another thing that could be meant by this is, I am moving, I am acting. Was auch gemeint sein könnte, ist, dass er sagt, ich bin am Arbeiten, ich handle gerade. It could be like a way to show action. Es könnte sein, dass die Tat gezeigt wird. A God who is involved. Ein Gott, der involviert ist. Another thing I am could mean is that I am in myself, I am complete. Was anderes, was das bedeuten könnte, wäre, ich bin komplett, ich bin ganz in dem, wer ich bin. As human beings, we usually get our identity from others, from those around us. Als Menschen bekommen wir oft Identität auch von anderen zugesprochen. Not so with God. Aber das ist nicht so bei Gott. He knows who he is. Er weiß, wer er ist. He is who he is. Er ist, wer er ist. He is the I am. He is complete in himself. Er ist der Ich bin es. Ich bin ganz und vollkommen in mir. And here we could talk a little bit more about the different persons of the Godhead, the different parts of the Trinity, but that also shows that God is complete in himself. Und man könnte jetzt hier noch über die Dreieinigkeit Gottes sprechen, dass er wirklich eins ist. And I am who I am could also mean I am, and I've always been, and forever I will be. Was ich bin, der ich bin, auch noch meinen könnte, ist, ich bin der Gleiche und ich werde immer der Gleiche bleiben. That's a name for God that we see a lot in Revelation. Das ist ein Name, den wir in der Offenbarung sehen können über Gott. The one who was and is and will always be. Der war, ist und der immer sein wird. The constant one, the eternal one. Der immer gleich ist, der ewige Gott. So that just shows you how much can be packaged up by this one name, by this one phrase. Und das zeigt euch, wie viel in so einem Namen drinstecken kann, in dieser Aussage. And this is the name that God gives to the Israelites, Und das ist der Name, der Gott hier den Israeliten offenbart. for them to trust Him in whatever is going to come next. Den gibt er ihnen, damit sie ihm vertrauen, für das, was als nächstes kommt. Because this God, Yahweh, now sends Moses to Pharaoh to demand the Hebrews' freedom. Denn dieser Gott, Yahweh, schickt Mose zu dem Pharao, to demand their freedom, and he knows that Pharaoh will not give them up without a fight. Er schickt ihn, um ihn nach Freiheit zu bitten, und er weiß, dass Pharao den Kampf nicht aufgibt. It's very clear here in verses 19 and 20 of the 3rd chapter. Es ist ganz klar in den Versen 19 und 20 im 3. Kapitel. But I know that the king of Egypt will not let you go unless a mighty hand forces him, so I will raise my hand and strike the Egyptians. Ich weiß aber, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lässt, es sei denn, er wird mit Gewalt dazu gezwungen. Deshalb will ich meine Hand ausstrecken und die Ägypter strafen, indem ich unter ihnen Wunder tue. So there's going to be a mighty conflict going on now. Also da wird ein mächtiger Kampf jetzt vor sich gehen. And there are several aspects to this power struggle that now ensues. Und da gibt es viele Aspekte in diesem Kampf, die da aufkommen. First of all, we've got a battle, God versus Pharaoh. Also der erste Kampf ist Gott gegen den Pharao. As time goes on, Pharaoh tries to bargain with God, to haggle with him, Wie die Zeit weitergeht, sehen wir, dass der Pharao mit Gott am Handeln ist. over this people group, the Hebrews. In Bezug auf das Volk Israel,
Volk der Hebräer. Yahweh says, Israel is my firstborn son. Jahwe sagt, Israel ist mein erstgeborener Sohn. In Exodus 4, let my people go that they may worship me. In 2. Mose 4, wo steht, lass mein Volk ziehen, sodass sie mich anbeten können. And Pharaoh is like, yeah, forget about it, those are my slaves. Aber der Pharao sagt, nee, vergiss es, das sind meine Sklaven, das werde ich nicht tun. And then Pharaoh, who saw himself as God and was worshipped as God by the Egyptians, Und Pharao, der sich selber als Gott gesehen hat und von den Ägyptern als Gott angebetet wurde, he asked, who are you anyway? er hat gefragt, wer bist du denn? And God's like, well, you're about to find out. Und Gott hat gesagt, das wirst du herausfinden. This scene here is really interesting because it's like a warning to Pharaoh. Diese Szene hier ist wie eine Warnung für den Pharao und das ist sehr interessant. The whole thing with the snakes. Das ganze Thema mit der Schlange. Because on top of the Pharaoh's crown, he had a little cobra, a little urei. Denn auf dem Kopf des Pharao hier in der Krone war eine kleine Kobra zu sehen. And it symbolized the Pharaoh's ruling power. Und es hat die regierende Macht des Pharaos gezeigt. And so when Moses' snake eats the snakes of the Egyptians, Und als Moses Schlange die Schlange der Ägypter gefressen hat, that should have been a real sign for Pharaoh. das hätte schon ein Zeichen für den Pharao sein sollen. Because to overcome the snake symbol is to overcome the power of the Pharaoh. Denn wenn man dieses Schlangensymbol überwunden hätte, dann hätte man auch die Kraft des Pharao überwunden. So, God versus Pharaoh. Gott gegenüber dem Pharao. Second, it's going to be God versus the Egyptian Empire. Das zweite ist, wie Gott gegen das ägyptische Reich ist. Because with all these plagues, God is going to bring the empire down on its knees economically. Denn durch all diese Plagen bringt Gott die Königreiche auf ihre Knie, auch im wirtschaftlichen Sinne. Think about it. Denk mal darüber They nach. wiped out Egypt's cattle. Die haben das Vieh der Ägypter ausgerottet. We're told about 2 harvests that were completely taken out, Es wird über 2 Ernten berichtet, die total ausgerottet waren. which means there was no food for the people. Also gab es kein Essen für die Leute. And finally, a big part of the Egyptian population. Und am Ende wurde auch ein Großteil der Ägypter, der Bevölkerung, ausgerottet. To the point where the Egyptian advisors come to Pharaoh and say, Pharaoh, please let them go. Es geht bis zu dem Punkt hin, wo die Ägypter den Pharao anflehen und sagen, hey, lass sie bitte ziehen. Don't you see that our country is in ruins? Siehst du denn nicht, dass unser Land schon in Ruinen liegt? You remember that part? Erinnerst du dich daran? And then the third important aspect that I want you to see Und der dritte Punkt, der wichtig ist, wo ich euch darauf hinweisen möchte, is that Yahweh is also proving how powerless the Egyptian gods are. ist die Tatsache, dass Jahwe auch zeigt, wie mächtig er ist und wie schwach die anderen Götter sind. And if you look in Exodus chapter 12, you see that God actually announces that. Wenn ihr euch 2. Mose 11 anschaut, seht ihr, dass Gott es wirklich auch so sagt. Chapter 12. Exodus 12, 2. Mose 12, 12b. Verse 12b. Vers 12b. If I say 12b, it means let's look at the second half of the verse. Das heißt im zweiten Teil des Verses. Where God says, I will execute judgment against all the gods of Egypt, for I am the Lord. Da steht, ich will alle Götter Ägyptens richten, denn ich bin der Herr. So now it's God versus the gods of Egypt. Also jetzt sehen wir hier Gott gegen die Götter Ägyptens. And how that all plays out, we'll see after the coffee break. Und wie das noch genauer weitergeht, sehen wir nach der Kaffeepause. So please be back so that we can continue at 11 o'clock sharp. Bitte seid zurück um 11, damit wir dann weitermachen können. Can someone see the camera? Was war denn? Ja, da kommen wir noch durch. Ich glaube, die Lehrer.